Als ich erfuhr, dass ich Brustkrebs hatte, hatte ich 1000 Fragen im Kopf. Vor allem, als der Arzt mir erklärte, dass sich der Krebs schon auf ein paar Lymphknoten unter meinem Arm ausgebreitet hatte. Ja, genau hier. Der Krebs kann sich bis in die Achsellymphknoten ausbreiten. Mir wurde gesagt, ich bräuchte eine OP an der Brust und auch in der Achsel. Normalerweise heißt das, dass alle Lymphknoten rausgenommen werden. Das nennt man axilläre Lymphknotenentfernung oder ANC. Das steht für Axillary Node Clearance im Englischen. Aber ANC kann häufig langfristig zu Lymphödem führen. Das kann eine dauerhafte Schwellung des Armes verursachen oder auch Schmerzen oder Steifheit in der Schulter. Das kann den Alltag echt ziemlich einschränken. Mein Ärzteteam hat mir dann von der TED-Pole-Studie erzählt. Da wird eine sanftere Methode ausprobiert und die heißt TED. Das steht für Targeted Axillary Dissection im Englischen. Anstatt alle Lymphknoten rauszunehmen, ist TED viel gezielter. Es werden nur die befallenen Lymphknoten entfernt und ein paar umliegende, sogenannte Wächterlymphknoten. Die Ärzte wollten herausfinden, ob TED weniger langfristige Nebenwirkungen hat als ANC, aber trotzdem genauso sicher ist. Ich habe Ja gesagt und mitgemacht. Für mich bedeutete das, dass ich einen extra Termin im Krankenhaus hatte. Ich konnte Fragen stellen, um sicher zu sein, dass ich alles genau verstanden hatte. Ich habe außerdem mein Einverständnis gegeben, dass meine Daten gesammelt und geteilt werden durften, nachdem mein Name und meine Identität entfernt wurden. Ich durfte aber nicht selbst entscheiden, welche OP ich bekam. Das wurde per Zufall vom Computer ausgelost. Ich kam in die TED-Gruppe. Die meisten in der Studie kommen in die TED-Gruppe. 2 von 3 Leuten. Vor der OP, weil ich in der TED-Gruppe war, hatte ich noch einen Ultraschall, damit der Arzt die befallenen Lymphknoten genau markieren konnte. Und kurz vor der OP habe ich eine Injektion bekommen, um die Wächterlymphknoten zu finden. Danach folgte alles dem Standardbehandlungsplan. Ich bekomme jedes Jahr ein Mammogramm, um zu schauen, ob der Krebs wegbleibt. Genau wie in der Standardversorgung. Das Studienteam meldete sich dann einen Monat nach der OP telefonisch und seitdem einmal im Jahr, um zu hören, wie es mir geht und um mit mir ein paar Fragen durchzugehen. Ein Jahr nach der OP musste ich nochmal ins Krankenhaus, damit sie meinen Arm messen und mich nach meiner Genesung befragen konnten. Sie haben auch gefragt, ob Restgewebe aus meiner OP für spätere Forschung genutzt werden dürfte. Das läuft anonym. Und ich fand die Idee gut, anderen Frauen in Zukunft zu helfen. Ich habe mich gut unterstützt gefühlt und bin froh, dass ich mitgemacht habe. Aber ich will auch sagen, meine Freundin Silke, die hat die Studie auch angeboten bekommen und sie hat sich dagegen entschieden. Und das war völlig in Ordnung. Sie hat trotzdem eine super Behandlung bekommen, genauso wie ich. Aber wenn man Ja sagt, so wie ich, hilft man dabei, die Behandlung für alle besser zu machen. Willst du mehr wissen? Frag einfach deinen Arzt oder deine Ärztin oder schau auf die Website.